Stellen Sie sich eine japanische Insel vor, auf der die Nacht keine Ruhe, sondern echten Schrecken bringt. Das ist Amami-Oshima und es wird von den Habu-Schlangen beherrscht. Im Jahr 1980 bissen diese giftigen Kreaturen rund 400 Menschen und hinterließen eine Spur von Schmerz und Tod. Aber warum haben die Habu so viel Angst gemacht? Habu-Schlangen sind nicht einfach nur Schlangen, sie sind wahre Monster der Schlangenwelt, eng verwandt mit Klapperschlangen und Vipern. Sie gehören zur Familie der östlichen Grubenottern, deren Cousins Korallenschlangen und Kobras sind. Stellen Sie sich eine Kreatur vor, deren Biss in nur wenigen Stunden tödlich sein kann. Nun multiplizieren Sie diese Angst mit Tausenden dieser Schlangen, die sich im Dunkeln verstecken. Lange Zeit war die Bekämpfung der Habu-Bisse für die Einheimischen ein Albtraum. Es gab zwar ein Gegenmittel, aber es konnte in abgelegenen Bergregionen ohne Strom nicht gelagert werden. Und genau dort traten die meisten Bisse auf. Es war ein Wettlauf mit der Zeit, bei dem jede Minute über Leben und Tod entscheiden konnte. Die japanischen Behörden saßen in der Klemme. Wie konnten sie die Menschen vor dieser unsichtbaren Bedrohung schützen? Stromleitungen in den Bergen bauen? Das würde Jahre dauern und ein Vermögen kosten. Ein neues Gegenmittel zu entwickeln? Das gleiche Problem, und außerdem gab es keine Garantie, dass es überhaupt funktionieren würde. Dann kam jemand auf eine brillante Idee. Was wäre, wenn man einen natürlichen Feind der Schlangen auf die Insel bringen würde? Ein Tier, das nicht nur die Habu jagen, sondern auch ihre Bisse überleben könnte. Das klang nach einem Rettungsplan, der eines Hollywood-Blockbusters würdig wäre. Natürlich fiel die Wahl auf Mungos. Diese flinken Raubtiere sind dafür bekannt, dass sie dem Schlangengift widerstehen können. Die Natur hat sie mit speziellen Acetylcholinrezeptoren ausgestattet, die sie weniger empfindlich gegenüber Kobragift machen. Und Kobras sind enge Verwandte des Habu. Eine perfekte Kombination, oder? Im Jahr 1979 wurden gerade einmal 30 Mungos nach Amami-Oshima gebracht. Kleine, aber tapfere Kämpfer im Kampf gegen die Schlangen. Es schien, als ob das Problem gelöst wäre. Die Inselbewohner konnten aufatmen, denn sie erwarteten, dass sie bald auf ihrem Land spazieren gehen könnten, ohne Angst haben zu müssen, auf eine tödliche Schlange zu treten. Aber die Natur liebt es, uns zu überraschen. Es vergingen einige Jahre, und es wurde klar, dass etwas schief gelaufen war. Die Mungos hatten sich tatsächlich vermehrt, aber die Zahl der Schlangenbisse war keineswegs zurückgegangen. Was war geschehen? Die Antwort war fast lächerlich einfach, aber nicht weniger schockierend. Die Mungos und die Habu haben sich einfach rechtzeitig verpasst. Es stellte sich heraus, dass Mungos Tagestiere sind, während der Habu nachts jagt. Sie lebten also buchstäblich in verschiedenen Zeitzonen auf derselben Insel. Aber wenn die Mungos nicht die Schlangen jagten, was taten sie dann? Oh, sie fanden etwas, das sie tun konnten, und die Folgen waren für das lokale Ökosystem noch katastrophaler. Die Mungos begannen, einheimische Tiere zu jagen, von denen viele nicht auf das Auftauchen eines neuen Raubtiers vorbereitet waren. Zu den Opfern gehörte das einzigartige Amami-Kaninchen, ein lebendes Fossil, das nur auf 2 winzigen japanischen Inseln vorkommt. Wie traurig, Millionen von Jahren der Evolution, nur um als Mittagessen für einen ungebetenen Gast zu enden. Das ist so, als ob ein Dinosaurier plötzlich in der modernen Welt auftauchen und Jagd auf Hauskatzen machen würde. Im Jahr 1993 waren die Auswirkungen der Mungos so offensichtlich, dass das Umweltministerium Alarm schlug. Doch da war es bereits zu spät. Im Jahr 2000 hatte die Mungo-Population auf der Insel einen Höchststand von 10.000 Tieren erreicht. Eine kleine Gruppe hatte sich schnell in eine unkontrollierbare Horde verwandelt. Eine ökologische Katastrophe bahnte sich vor aller Augen an. Etwa 15 endemische Arten waren nun gefährdet. Darunter befanden sich nicht nur Kaninchen, sondern auch seltene Vögel und kleine Säugetiere. Stellen Sie sich vor, dass eine einzigartige Welt, die in Tausenden von Jahren der Isolation entstanden war, aufgrund einer unbedachten Entscheidung plötzlich am Rande der Zerstörung stand. Doch damit waren die Probleme noch nicht zu Ende. Die Mungos, denen die Wildnis nicht genügte, begannen, in Bauernhöfe einzudrängen. Sie jagten Hausvögel, fraßen Früchte von den Feldern und verbreiteten, was noch schlimmer war, gefährliche Krankheiten.
Die Bauern befanden sich in einer verzweifelten Lage, da sie zusehen mussten, wie ihre harte Arbeit durch diese kleinen Eindringlinge zerstört wurde. Die japanischen Behörden begriffen, sie mussten handeln, und zwar schnell. Im Jahr 2000 begann ein regelrechter Krieg gegen die Mungos. Ein spezielles Team, die Amami Mongose Busters, wurde ins Leben gerufen. Das klingt wie der Titel eines Science-Fiction-Films, nicht wahr? Aber das war die harte Realität. Die Operation zur Vernichtung der Mungos glich einem militärischen Feldzug. Es wurden alle verfügbaren Methoden eingesetzt, von ausgeklügelten Fallen bis hin zu speziell ausgebildeten Spürhunden. Doch die Mungos erwiesen sich als würdige Gegner. Sie waren schlau, schnell und gut an die Umgebung angepasst. Der Kampf dauerte fast ein Vierteljahrhundert. Stellen Sie sich vor, eine ganze Generation wuchs auf der Insel auf, wo die Mungojagd zum Alltag gehörte. Kinder, die zu Beginn der Operation geboren wurden, wuchsen heran und beteiligten sich selbst am Kampf gegen die invasive Artikel. Die Methoden zur Bekämpfung der Mungos wurden ständig verbessert. Zunächst stellte man einfach Fallen entlang der Straßen auf, was aber nicht den gewünschten Erfolg brachte. Dann begann man, komplexere Techniken einzusetzen, Giftköder, Lockstoffe, Substanzen, die die Tiere durch ihren Geruch anlocken. Sogar speziell ausgebildete Suchhunde wurden in die Operation einbezogen. Besondere Aufmerksamkeit wurde der Konstruktion der Fallen gewidmet. Sie wurden speziell für Mungos entwickelt, wobei deren Größe und Körperform berücksichtigt wurden. So konnten andere Tiere vermeiden, in die Fallen zu geraten. Und dann, im Jahr 2024, wurde eine unglaubliche Nachricht verkündet: Die Mungos auf Amami-Oshima waren vollständig ausgerottet. Es war der erste erfolgreiche Kampf gegen eine Mungo-Population auf einer so großen Insel. Ein Triumph der menschlichen Beharrlichkeit über die Fehler der Vergangenheit. Aber was ist mit den Giftschlangen? Überraschenderweise war die Zahl der Habubisse bis 2020 auf 60 pro Jahr gesunken. Und das geschah nicht wegen der Mungos, sondern wegen des verbesserten Zugangs zu Gegenmitteln und anderen Schutzmaßnahmen. Ironie des Schicksals: Das Problem, das zur Einführung der Mungos führte, hat sich fast von selbst gelöst. Seit 1992 ist kein Fall mehr bekannt, in dem ein Einheimischer an einem Habubiss gestorben ist. Das ist ein echter Durchbruch in der Medizin und der Notfallhilfe. Jetzt können sich die Einwohner von Amami-Oshima sicherer fühlen, auch wenn weiterhin Wachsamkeit geboten ist. Die Geschichte von Amami-Oshima ist bei weitem kein Einzelfall. Mungos haben weltweit Ökosysteme terrorisiert. Erinnern wir uns an Hawaii, wo in den 1880er Jahren 72 Mungos eingeführt wurden, um Ratten auf Zuckerplantagen zu bekämpfen. Das Ergebnis? Eine ökologische Katastrophe, das drohende Aussterben vieler einheimischer Vogelarten und ein völliges Versagen bei der Rattenbekämpfung. Auf Hawaii war die Situation noch schlimmer als in Japan. Die Mungos haben nicht nur die Ratten nicht bekämpft, sondern auch das Aussterben von mindestens 8 gefährdeten Vogelarten verursacht. Ganze Arten, einzigartige Schöpfungen der Natur, waren wegen einer einzigen unbedachten Entscheidung für immer verloren. Oder nehmen Sie Jamaika, wo nach der Einführung von Mungos im Jahr 1872 eine regelrechte Zeckenepidemie ausbrach. Und warum? Weil die Mungos die Vögel und Reptilien ausrotteten, die einst die Insektenpopulation unter Kontrolle hielten. Stellen Sie sich einen Dominoeffekt in der Natur vor, bei dem ein falscher Schritt zu einer Kaskade unvorhersehbarer Folgen führt. Die britischen Kolonisten auf Jamaika brauchten lange, um zu begreifen, was vor sich ging. Sie beschwerten sich über die Zeckeninvasion, aber die Behörden bestanden darauf, dass sich das Gleichgewicht in der Natur von selbst wiederherstellen würde. Leider war die Natur nicht so nachsichtig mit menschlichen Fehlern. Glücklicherweise war die Geschichte der Mungos nicht immer eine Geschichte der Zerstörung. Die alten Ägypter zum Beispiel schienen Mungos als Haustiere zu halten. Auf einem Grab, das auf die Zeit vor 4000 Jahren datiert ist, findet sich ein einzigartiges Bild einer Person, die einen Mungo an einer Leine führt. Vielleicht benutzten sie diese Tiere, um Vögel zu jagen oder Nagetiere zu bekämpfen. Wer weiß, vielleicht lebten Menschen und Mungos damals harmonischer zusammen. Interessanterweise wurden Mungos nie vollständig in dem Sinne domestiziert, wie wir das Wort heute verstehen. Sie wurden nicht kontrolliert gezüchtet, wie Hunde oder Katzen.
Dennoch wurden sie in einigen Kulturen als Haustiere gehalten, meist zur Schädlingsbekämpfung. Zurück in die Gegenwart. Die Erfahrungen auf Amami-Ōshima sind für Japan nicht umsonst gewesen. Diese Lehren werden nun in Okinawa angewandt, wo die Mungos ebenfalls ein Problem darstellen. Aber hier ist die Situation noch komplizierter. Okinawa liegt näher am natürlichen Lebensraum der Mungos, was sie zu einer noch größeren Gefahr für die einheimische Tierwelt macht. Mungos wurden bereits 1910 nach Okinawa gebracht, etwa 70 Jahre bevor sie auf Amami-Ōshima ankamen. Es wurden zwar nur 17 Tiere freigelassen, aber das war genug, um eine ökologische Katastrophe auszulösen. Die höheren Temperaturen und die Nähe zum natürlichen Lebensraum der Mungos machten die Insel zum perfekten Ort für ihre Vermehrung. Auf Okinawa wurden spezielle Zäune errichtet, um die Mungos einzudämmen. Diese Zäune sind wahre Meisterwerke der Technik. Sie sind nicht sehr hoch, haben aber eine L-förmige Basis, die die Mungos daran hindert, Tunnel darunter zu graben. Stellen Sie sich vor, winzige Raubtiere werden durch eine einfache Metallbiegung aufgehalten. Interessanterweise bedrohen die Mungos auf Okinawa nicht nur die lokale Tierwelt, sondern auch 3 endemische Vogelarten. Diese Vögel hatten Taifune und andere Naturkatastrophen über Tausende von Jahren überlebt, aber sie waren den kleinen Eindringlingen vom Festland schutzlos ausgeliefert. Der Kampf gegen die Mungos in Okinawa geht heute weiter. Dank der installierten Zäune geht ihre Population allmählich zurück, aber bis zum vollständigen Sieg ist es noch ein weiter Weg. Die Behörden haben verstanden, dass sie nicht zulassen können, dass Mungos aus Okinawa wieder in Amami-Ōshima eindringen, sonst müssten sie wieder von vorne anfangen. Nun stellen Sie sich eine ganz andere Geschichte mit Mungos vor. In Sri Lanka hat man einmal beschlossen, diese Tiere darauf zu trainieren, illegale Substanzen aufzuspüren. Ja, Sie haben richtig gehört, eine Mungo-Polizei. Das Projekt erhielt sogar einen Zuschuss von $50.000 vom Außenministerium des Landes. Die Idee schien revolutionär. Der Plan sah vor, Mungos zur Kontrolle von Frachtcontainern einzusetzen. Die Tiere wurden in einem mit Autoteilen gefüllten Container ausgesetzt, und wenn sie etwas Verdächtiges entdeckten, kamen sie mit aufgeplustertem Schwanz wieder heraus. Die Experimente zeigten, dass Mungos tatsächlich für diese Art von Arbeit trainiert werden können, und die ersten Ergebnisse waren sehr vielversprechend. Sogar der Nationale Zoo von Sri Lanka wurde einbezogen, der seine Einrichtungen für die Experimente zur Verfügung stellte. Es wurde ein spezieller Trainer eingestellt und ein Trainingsprogramm entwickelt. Die Mungos wurden zu kleinen, pelzigen Detektiven, die zwischen Kisten und Verschlägen auf der Suche nach Schmuggelware herumhüpften. Es schien, als stünde Sri Lanka vor einem Durchbruch bei der Zollkontrolle. Die Mungo-Polizei hätte eine echte Sensation werden können und die Regeln im Kampf gegen den Handel mit illegalen Substanzen verändern können. Doch wie so oft bei innovativen Projekten kam die Realität dazwischen. Ein Wechsel in der Führung des Landes, politische Umwälzungen und das ehrgeizige Projekt geriet in Vergessenheit. Die Mungos wurden nie Teil des srilankischen Strafverfolgungssystems. Heute erscheint die Geschichte der Mungo-Polizei wie eine lustige Anekdote aus der Vergangenheit. Aber wer weiß? Wäre das Projekt weitergeführt worden, würden wir diese flinken kleinen Tiere vielleicht weltweit an Zollkontrollstellen sehen. Aber die Geschichte hat einen anderen Weg eingeschlagen, und so bleibt uns nur die Erinnerung an eine ungewöhnliche Idee und das ungenutzte Potenzial unserer kleinen, pelzigen Freunde.